Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sunless Sea. Wir haben im Polyfram Halt gemacht und haben ein paar Claimen an Bord genommen, nachdem wir unsere Saphire verkauft haben. Und segeln jetzt weiter zum Empire of Hands und danach nach Eine, in der Hoffnung, unserem kleinen, schneegesichtigen Freund etwas unter die Arme zu greifen. So. O'Keefe's Drift. Auch ein schöner Ort, würde ich mal grob behaupten. So, there are no islands within the seabed's range. Schade. A glorious Dreadnought. Du bist ein Schiff, mit dem ich definitiv nicht anlegen möchte. Bitte seh mich nicht. Du hast mich gesehen. Oh, shit. Oh, shitsies. Machen wir mal eine Kurve, ne? Ja. Ich möchte eigentlich aber die Adventurous Duchess, wie war ihr Name noch gleich, abgeben. Das heißt, ich werde hier einmal im Kreis fahren, auch wenn das ein bisschen ineffizient ist, was viel angeht. Ein bisschen ineffizient ist. Aber wir haben, denke ich... Oh, nee, nein, scheiß Ernst. Ja, okay, dann kann Adventurous mal locker stehen bleiben, ne? Kann ich nicht mit ihr reden? Nein, ich kann sie nur durchwerten, wie viel sie wert ist. Okay. Blue lightnings crawl leisurely up the funnel. St. Erasmus dancing, the cry goes up. So. Ja, nom nom nom. Fluckern wir hoch. Ja, da oben ist Irem, okay. Das heißt, wir haben es gleich geschafft, tatsächlich. Oh, ho, ho. Ich bin stolz auf mich. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Beziehungsweise ich hätte gedacht, dass wir irgendetwas Schlimmes auf dem Weg bekommen, aber nein. Das scheint soweit wirklich alles gut zu sein. Überraschenderweise. Ich denke, ich werde einen Kaffee hier benutzen, um in Irem reinzukommen. Und dann einen Kaffee nachkaufen, wenn wir in London sind. Ja, ich muss noch schauen. Bin mir noch unsicher. Charlisles Haven. Irem. Voyage of the Snow Child. A small boat will be prepared for it at the docks. A traveler will depart. The crew will gather to see the snow child on its adventure, bring it gifts for the journey. A few supplies none will miss. The occasional weapon. It will accept an honor with gratitude, even if its mind begins traveling far beyond any map's border. I will row, Rose will whisper. I will take myself where the light beneath glass shines green and gold, past the beach where an exile recalls the warmth of its sons he left behind. I will find the frozen forest and climb trees tall enough to touch the moon. I will remember you, Captain. The moment will break. Rose will board the boat and man the heavy oars. With a salute and a final smile, it will begin its journey. You will watch it go until the smile is just a memory, lost deep in the darkness. Again, 2 pages, 2 hearts, a searing enigma, and the snow child's real story has begun. A child of snow was born at the avid horizon. The snow child has departed. Das ist gut. Traded a lamentable relic for 2 moves in a great game. Das ist ein toller Trade, den mache ich gerne. Dann kann ich zwar hier nicht rein, aber den Shop kann ich ja zum Glück trotzdem besuchen. Lamentable Relics können wir verkaufen für nix, also nein. Ambiguous Allure. Ich glaube, davon brauchen wir einen. Oh, wenn ich hier jeweils eins kaufe, lasst mich nachgucken, dass ich keinen Fehler mache. Journal. Da. Wir brauchen ein Watchful Curio und das Dingsy and a Hardshell Silver. Bring me Hardshell Silver to be my new root. Okay, keine Ahnung, wo ich dich herbekomme, denn ich habe nur Hard Metal Ingots. Wahrscheinlich brauche ich auch nur eins davon. Und ich übertreibe hier mal gerade wieder und mache alles viel zu kompliziert. Aber das soll auch kein Problem sein. Das heißt, ich baue... Oh, habe ich auch genug Platz? Ehrlich gesagt nicht wirklich, also sollte ich glaube ich nicht tun. Windcom Calling, hier können wir ein Steam Enigma verkaufen, mache ich aber nicht, dankeschön. Meine Secrets verkaufe ich auch nicht, dankeschön. Oh nein, kann ich 25 Secrets insgesamt kaufen? Das ist die Anzahl der Sachen, die ich habe. Ich glaube, das ist das, was ich habe, das daneben steht. Ja, das ist das, was ich jeweils habe. Gut. War gerade ein bisschen irritiert. So, Judgment's Egg könnten wir verkaufen. Können wir kaufen hier, okay. Dann würde ich sagen, kaufen wir beides ein.
Im schlimmsten Fall tragen wir es ein bisschen länger mit uns rum. Im besten Fall können wir es, wenn wir hier beim Osten und der Ragged Crow runter zu Port Cecil bringen. Und ganz ehrlich, wer mag Port Cecil nicht? Ich finde es übrigens sehr schön. Unser altes Schiff wäre jetzt am Rande seiner Existenz angekommen. Wir würden nur noch, lass mich rechnen, wir würden weniger als 25 Hitpoints haben. Und dieses Schiff ist jetzt einfach noch nicht mal auf der Hälfte. Wir können viel aggressiver vorgehen, viel mehr angreifen und kämpfen. Oh, es fühlt sich einfach so viel schöner an, wie man dieses Spiel jetzt spielt. Es ist einfach so, es macht richtig viel Spaß, das Spiel so zu spielen. Und man fühlt sich auch einfach mächtiger. Also, egal was man sagt, es ist einfach nur toll. Finde ich persönlich. Und es ist auch wirklich etwas sehr Schönes von dem Spiel, dass man lange arbeiten muss, bis man das bekommt. Ich habe wirklich lang für dieses Schiff gearbeitet und ich fühle mich, als hätte ich es verdient. Und ich fühle mich auch so, als hätte es sich gelohnt, so lange zu warten. So, Chat to the Port folk about the Brimstone Convention. Wie immer ein kleiner Port Report. Dankeschön. Find your contact. You have a rendezvous in a ruined journey up on the headland, where the last generation of farmers died in the volcano flames. Hello, hello, I have something for you. A cold and buzzing shape clasps your elbow. It whispers in your ear. Its breath is lava and old brass. And a queasy vibration shudders through you, where its glove appendage has taken hold. You have what you came for. Back aboard ship, quickly. Your vision blurs. Perhaps you are unwell. You've completed your commission. You have strategic information. Great. So. Nein, the merciless modest I surely don't need. Perhaps not. Oh, habe ich nichts? Ah, ich habe nicht Something Awaits you, darum kann ich nicht mit der Devilis reden. Dann würde ich sagen, fahren wir noch ein bisschen hier im Kreis. Vielleicht finden wir etwas zum Versenken. Machen aber definitiv das Licht aus, so dass sich unser Terror nicht endlos viel erhöht. Ich sehe gerade kein Schiff, das es sich lohnen würde zu versenken. Leider, leider. Aber es soll das geringste Problem sein. Ich will nur Something Awaits you haben, damit ich der Devilis ihre Brosche geben kann. Dann geht diese Story nämlich auf das nächstliche Teil. Und dann wird es interessant. Denn dann wird die Story von der Devilis meiner Meinung nach zu der richtig schönen Story, wie sie gehört. Bekomme ich Something Awaits you oder nicht? Out. Eher nicht, wie mir scheint. Oh, ich segel doch schon so lange. Jetzt gib mir Something Awaits you, du Penner. Oh, es ist zum Kotzen. Ah, da ist Something Awaits you, geht doch. Können wir auch endlich einkaufen gehen hier. So. Port Palmerston. Haben Sie nicht zufällig das Interesse? Go up to the crater. They say the road to hell is paved with good intentions. Independent verification. The Brest Embassy has asked you for independent verification of the Devilis' intelligence. It's possible that you might be able to eavesdrop on the conversations somehow. Wir probieren's. Oh. Up the gritty slopes. You scramble up the stones. The ground is warm. You grow tired. Before you are more than halfway up, your mouth is full of ashes. There's a sound in the earth. A profound, complex, overwhelming drone, like the buzzing of a billion bees. You bend your head closer. Closer. You feel the sound tingling in your teeth and bones now. You can make out the words judgments, dream, Zolt, alliance, ecstasy. The sound overcomes you, and your vision blurs to red and grey. When you wake, you're in the Devilis' cottage. Your head is in her lap. I found you on the slopes, she says. I thought I'd better bring you in before you heard anything you shouldn't. She smiles. Strictly speaking, I should burn your ears off. But it's so nice to see you. Sehr zuvorkommt. You now have a brimstone buzzing. Intelligence gleaned from Brimstone Convention. The government in exile of hell. Give the Devilis the news about the embassy and the gift. Give the Devilis the news from the embassy, but not the gift. You already sold it. She'll never know. Delight! The Devilis opens the parcel. Amnita sherry. She pours you each a splashy glass, chattering giddily. She blushes when she sees you push the glass away. Oh, force of habit. I don't really want to poison you. It's such a good news, isn't it? Do you really think they trust me?
I would so love to get away from this ghastly little rock, back to where the souls glow and the dances never end. So listen, I have something more valuable for them, the names of 7 devils back home who remain loyal to the aristocracy, to Brimstone. Here, take the names, give them to the embassy, ask them if I can come home. Sail swiftly, my brave captain. All my hopes rest with you. Und damit haben wir langsam aber sicher die Freundschaft einer... Oh, warte. Bevor ich hier wegfahre. Die Freundschaft einer Teufelin. So. We buy fuel, fuel, fuel. We buy fuel, fuel, fuel. A lot of fuel. So. Möchte ich einen Anti-Stopp machen? Denke nicht. Möchte ich einen Woanders-Stopp machen? Denke nicht. Bin soweit eigentlich sehr zufrieden. Ich werde aber, denke ich, zu Ragged Crow fahren und wahrscheinlich diesmal jetzt endlich die Undercrow besuchen. Wir haben eigentlich genug Ressourcen. Und oh mein Gott, wenn ich zu Hause bin, muss ich dringend hier mal auslernen, denn wir haben so viel Zeug. Boah, das wird die Life Adventures nicht abgeben konnten wegen dem verdammten Dreadnought. Pisst mich an, aber ne, man kann nicht alles haben. Das Synthia-Deck werden wir los, Bots of Byron werden wir los, Coffee werden wir los. Das alles wird in London direkt ausgeleert. Ah, wunderbar. Vielleicht gehen wir noch einmal nach Port Cecil, aber Betonung hier ist auf vielleicht, nicht auf garantiert. Wenn wir mit Drowning Purse oder so bekommen, ist es gut, allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass Scintillec wichtigen Dings Inventarplatz klaut. Was hast du mir eigentlich so zu sagen? Du hast mir momentan gar nichts mehr zu sagen, du bist langweilig, du hast keine Freunde, okay. Hast du mir irgendwas zu sagen? Nein. Und erste Wahl ist ein bisschen weit weg, um hinzusegeln für den Impressible Cannoneer. Irrepressible Cannoneer. Von Deutschland. So. Unser Terror wird langsam relativ hoch, allerdings... warum ein Schneesturm? Unter Wasser dürfte theoretisch der Schneesturm ja keine Bedrohung darstellen, weil... Unter Wasser schneit's halt nicht, ne? There's something underwater. Some distance to the west. Und wer jetzt gedacht, ich weiß sogar was? Na, ist das nicht toll? Chonk, 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 chonk. Und abwärts in die Tiefen der See. So. Andere See. Was krabbelt da? Oh nee. Ist das der Constant Companion? Ich glaube, ich höre den Constant Companion. Oh, das ist ja eklig. Oh nee, es ist wie diese Spinnengetackle. Das macht mich definitiv nicht glücklich. Undercrow, a deep, well-lit cavern, thick with fungal smoke and cave moths. The Undercrow, a deep... Achso, habe ich ja gelesen. Approach a voice from the fog. Here at last, the fog voice croaks. Come closer. The incomparable Aurelian rolls his eyes, but advances nonetheless. Assemble a port report. Almost Dead Man, no more than 100. Ja, okay, machen wir mal einen Port Report, because warum nicht? Und ja, an almost dead man. Your passengers gaze impetuously at a bulbous figure whispering quietly. As the fog parts, you can make out milky eyes and a toothless grimace. No tomb colonists ever looked as ancient or unwell as the almost dead man before you. Grey, bloated, and nearly embelted by the fungal smoke. It's difficult to tell where his skin ends and the stone bed beneath him begins. His breath is shallow, but his bare chest heavens to a different rhythm. A shape crawls beneath his ribs, but disappears as the man lets out a gassy sigh. Allow me to introduce you, the incomparable Aurelian says, slipping you a modest payment. This is Lorenzo, my erstwhile mentor and host to the Most Moth. Entertain a dying man's last request. You've a submarine, the almost dead man wheezes. Entertaining a dying man's last request. Klar. There are trespasses to be forgiven. Mortality has a way of finding us in the end. The almost dead man wheezes to himself, dislodging a cloud of cave moths. The incomparable Aurelian spares them only a disappointed glance. I must set off my affairs in order. I owe that much to my successor. He waves a withered hand feebly. It's not clear whether the gesture suggests the companion at his bedside or the one nestled within his ribs. So, would you help an old man say his farewells? Deliver a letter of farewell to a sprightly visionary at Hideaway.
He deserves more than I had to give. The almost dead man crooks. Okay. Kann ich machen. Someone has entrusted you with the correspondence of the utmost privacy. Was that wise? Read the farewell letter to Hideaway. Letters are meant to be read, aren't they? Be rid of the farewell letter to Hideaway. Perhaps some things are better left unsaid. Perhaps Hideaway is inconvenience and you can't be bothered. Nein. Share a familiar flavor. Wie gesagt, wir können liebend gerne eine Packung Dark Roast Coffee kaufen, sobald wir zu Hause sind. Was kriegen wir? The mist of age and mushroom smoke fades from his eyes. Ah, blood of the elder continent. All that's missing in a bright horizon. Sapphire streams and netherine to kill. He rummages at the back of the cave until he finds a memento of his youthful incursions. Just a knick-knack, he rattles, pressing it into your hand with his brittle fingers. Payment for the coffee. How does an almost dead man face his end? Ah. Speak with the incomparable Aurelian. You catch him between tending to his ailing friend and preserving an unwise bold cave moth. The true collector appreciates patience. When my master retired here, we both thought it would be his last destination. The Aurelian's eyes take the sheen of a patient man approaching a long-delayed payoff. No one has been present at the most moth's hatching before. Well, no one who was in a condition to remember it afterwards. He spares a hesitant glance over his shoulder at the almost dead man. Of course, being by my master's side during his final days is a necessary part of the process. Oh. Ja, das wiederholt sich immer noch. Interessant, okay. Gut, dann würde ich sagen. Und sobald wir können, aufsteigen. Ich will nur aufsteigen. Ah, ich hasse diese Spinnengeräusche. Ah, das ist zum Kotzen. Ah, ist das eklig. Gut, das heißt, unter Wasser machen wir nicht mehr. Gut, dass wir das jetzt wissen, ne? We enter storm bones. Das interessiert mich nicht. Einfach nur weg hier. Einfach nur weit, weit weg hier. Tschicke, 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 tschicke. So. Tschicke, tschicke, tschicke. Call them away, don't look. Wir müssen nicht wissen, was drunter ist und wir brauchen auch momentan, ehrlich gesagt, kein Loot, aber Dankeschön für das Angebot. Momentan möchte ich etwas anderes. Momentan möchte ich eine Quest abgeben. Aber dafür muss ich hier entlang abbiegen. Ah, perfekt. Müssen wir auch nicht zu diesem blöden Ding. Nook, the Undercover. Wo ist eigentlich Hideaway? Habe ich das schon gefunden? Das Shish Kebab, Rose Garden, Nook. Ich habe keine Ahnung, wo Hideaway ist. Überhaupt keine Ahnung. Aber ich möchte diesen Brief lesen. Aber ich denke, ich kann ihn nicht lesen, ohne ihn kaputt zu machen oder so, weil ich einfach nicht wirklich gut in Mirrors bin. Aber hey, man kann es ja trotzdem probieren, ne? So. Am besten lässt mich dieser Beine Morail noch Ruhe, bis ich unten angekommen bin. Mir fällt erst jetzt auf, dass dieses Ding rechts neben uns, die Landmasse, aussieht wie so ein trauriges Chamäleon, das ein Schiff gefressen hat oder gestorben ist. Ah. Bisschen merkwürdig, aber naja. So. Give the principles an ambiguous Elioth. The great chain of being is rigged, but the shapelings know its weak place. This is for I have sent my emissary. He knows. This is one of his. Thank you. I will be much less, and I will sleep forever. We gained some Scintillak. Bisschen zu viel. Scintillak sogar. Ich denke, ich werde Clayman abwerfen. So. Warum das Watchful Curio nicht? Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Oh, ich glaube, ich muss nach Polyphram damit, ne? Das war blöd. Warte, eigentlich habe ich Something Awaits You, dann kann ich ja direkt Explore the Coral Knoll. Auch schon wieder der Scheiß. Habe ich jetzt nur noch... Oh mein Gott. Hier kommt immer dieses Kack-Event. Ich soll einfach gar nicht mehr untersuchen gehen. Das ist immer eine Katastrophe. So. Ich bin voll bis zum geht nicht mehr, das heißt, wir machen Full Godspeed. Damit wir von ihr wegkommen. Wo möchte ich hinsegeln? Möchte ich noch irgendwo hinsegeln? Shepherds 1, Station. Eigentlich fällt mir gerade nichts ein, wo ich so dringend hin möchte. Ja, dann würde ich sagen, segeln wir einfach direkt durch. Nach Wrack gehen wir nicht, because
Probleme, ne? Denn wenn wir sinken, kommt böses Zeug, das uns essen möchte. Wir könnten aber kurz bei Shepherd Isle machen. Bin mir unsicher. Okay, wir sagen, wir fangen mit dem einfachen Zeug an. Wir fahren direkt nach London. Wir fahren einfach quer durch. Wir bleiben genau auf diesem Kurs. Wir versenken einfach alles, was uns in den Weg kommt. Ist zwar im besten Willen nicht die effizienteste Methode, aber es ist eine Methode. No landlord would notice the change, but we do. Aha, diese langen, eintönigen Seefahrten sind aber halt, wie schon so oft gesagt, deprimierenderweise dafür nicht unbedingt das Interessanteste, was man auf See machen kann. So, ich glaube, ich habe gerade was gegessen, also get up the corpses into the pot. Into the party pot. Aber es ist gut, ich will es lesen. Farewell, my captain, my love. The seal is broken, but surely that's a problem for later. Within the words read with equal parts reverence and resignation. Details are politely kept at arm's length, but that doesn't prevent the author from reminiscing of proud triumphs together. Victory at sea over screaming ships of Polyphrem, sparing sessions that turned into something more. These times are gone, but its camaraderie is eternal. I'm sorry for giving up the fight, Arik. You always were the strongest of us. The letter has clearly been opened. A letter from the almost dead man, bidding farewell to a lover in hideaway. Oh, ich kann ihn immer noch wegwerfen, oder? Ja. Okay. Bisschen mies, aber... Oh, Mind Something Awaits You ist irgendwie gerade auf Glühbirnen-Modus. Ja, irgendwas erwartet mich definitiv, die Frage ist was. So, wir segeln über Wrack. Wollen wir bei Gators Morn reinsegeln kurz? Ich denke, wir wollen kurz bei Gators Morn reinsegeln. Und wenn es nur ist, um unsere Mirror Catch Box zu verkaufen, denn die blockiert mir auch das Inventar. Aber nein, die will ich eigentlich nicht verkaufen. Ich will die Mirror Catch Box überhaupt nicht verkaufen, aber ich denke, ich sollte sie verkaufen. Lass uns das so sagen. Wir haben aber heute nicht mehr so lange Zeit, nicht wahr? Ja. Um genau zu sein, wird die Zeit relativ knapp. Wir haben nur noch 6 Minuten. Nicht mal mehr ganze 6 Minuten, ne? Oh, das wird eine knappe Fahrt. Das wird eine knappe Fahrt, wie schon so oft. So. Ein Jellyfish. So, vielleicht können wir aber wirklich ein paar Sachen in Gators Morn loswerden, die uns das Inventar vollmüllen. Zumindest habe ich das Gefühl, sollten wir uns nicht davon abhalten lassen. So. Ei. Da ist Gators Morn. Na, dann gucken wir mal, was wir hier loswerden können. Gators Morn, an evening at the Elemental Lampet? Nein! Explore the Morn, to Sublimigan? Nein. A gleaming marauder is assembling an immense hoard of drowning pearls. Trade a drowning pearl for 2 solid fruit. 1. Das ist gut, das mache ich gerne. Boah, es ist nice. Gut, Shop. Kann ich irgendwas verkaufen? Ich kann die Source Fruit gleich wieder verkaufen, aber sie ist drüben mehr wert. Und nein, ich kann nur Sunlight Filled Mirror Catch Boxes verkaufen. Shit. Das heißt, auf der Fahrt werden wir keinen Sandstone mitnehmen, auch wenn ich möchte, weil wir ein paar Sachen zu Hause abgeben müssen. So. London ist glücklicherweise gleich um die Ecke, also sollten wir mit dem Fuel, mit den Supplies keine Probleme haben. Und wenn wir in London eingelaufen sind, werde ich die langweiligen obligatorischen Dinge wie immer zwischen den Folgen regeln, damit ihr euch nicht durch ewig gleiche Textpassagen reinkrubbeln müsst, so wie ich es jedes Mal mache. Denn ich denke, nach dem 25. Mal wird das für den Zuschauer vielleicht doch ein bisschen langweilig. Aber hey, wir können Lichtspiele machen. Irgendwann werde ich vielleicht auch Morsecode lernen. Dann kann ich mich mit der Lampe morsen. Das wäre dann so kurz, lang, kurz, lang. So, ich glaube, das war richtig. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Wer von euch in den Kommentaren Morsecode kann, darf gerne übersetzen, was ich da gerade gemorst habe.
Vielleicht habe ich es total verschissen, vielleicht habe ich es doch hinbekommen, so wie ich mich daran erinnert habe. Bin mir unsicher. Restless nights. Acquire about their dreams the next morning. What did they see? What did they see? Eyes in the face, the whole leaf lit up like a snuffer mask. There's something in the roof, Captain. It's the roof. It's watching us. Eyes in the face, eyes in the face. Yes, you say softly. You lay your hand on the sailor's burning forehead. There are storms in the roof. Hush, we won't join them yet. Unser Terror ist zwar eine Katastrophe, aber wir legen eh gleich an, also sollte das kein Problem sein. Jupp, die Musik sagt mir auch gerade, ich sollte vielleicht ein bisschen besser auf meine mentale Gesundheit achten. Aber das ist ja glücklicherweise irrelevant. Ich denke, wir haben nichts, das wir verstecken wollen. Wunderschön. A breath of relief. You've gained 3 Menaces Nightmare Strength. Okay, das ist natürlich ungut. Collect messages from the Harbor Master. Ding. Yep. Gut, dann, was ich noch abgeben möchte, wenn ihr mir zusehen dürft, sind, er gibt mir 700, wenn ich jetzt noch einen dazu kaufe. Also denke ich, nehme ich die unteren, damit ich den Kaffee auch los... Anders nicht, ich kann den Kaffee einfach hier verkaufen. Es ist genauso gut. Und kann stattdessen einfach die Elemental Relics hergeben, denn für die habe ich nichts gezahlt. So, tsching. 500 Echos. Was willst du als nächstes haben? So viel, was ich habe. 7 Strange Catches oder 7 Hunting Trophies. Was dann gut, dass ich ein stärkeres Schiff habe, dann können wir die natürlich bald besorgen. So, das ist aber alles, was ich dringend herzeigen wollte. Nein, warte, ich habe noch eine Menge herzuzeigen. Oh mein Gott, ich bin so ein Depp. Pass on your independent verification. It doesn't mean much to you, but perhaps it will to your intellectual character. A loyalist. I'm delighted to say that this information precisely matches what the Devilists has told us. So we can rely on her. Unless you are unreliable in your turn. He smiles silkily. And I'm sure you wouldn't try to deceive hell, would you? Nein, sehr schön. Good. Pass on the Devilist's second message to the urban devil. He reads the letter and emits a long, low whistle that resonates oddly in the metal fittings and gives you the faintest tingle of toothache. There are some very senior names here. Very senior indeed. She wants to come home, eh? Well, either she's telling us straight, in which case Brimstone will have her baking in a pie, or she's trying to swindle us, in which case, well, I'd like her here so I can warm up my own pie oven. Either way, yes, the time has come. Bring her here, will ya? We'll pay her fair. Thank you so much. You've advanced the cause of hell today. Was jetzt vorkommt. Mit der Hölle zu handeln ist doch immer schön. Ja, nein. Gut, dann haben wir es aber jetzt, denke ich, hinter uns gebracht. Das heißt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen, sonnenlosen, goldigen Tag. Und bis dato, bye bye.